Bist du jemand, der Verantwortung trägt und der auch unter der Last, unter dem Druck von Verantwortung zu leiden hat? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich werde in dem Video etwas zum Thema Verantwortung sagen, wo es herkommt, was es ist und wie du mit Druck umgehen kannst und leichter leben kannst in einer verantwortungsvollen Position. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was Verantwortung eigentlich genau ist? Ich habe in der Vorbereitung für dieses Video darüber nachgedacht und festgestellt, bei Verantwortung geht es nicht um Schuld. Es geht auch nicht um Verpflichtung, sondern Verantwortung ist, dass man die Kontrolle über die eigenen Entscheidungen übernimmt. Dass man bewusst handelt und dann entsprechend mit den Konsequenzen, positiv oder negativ, auch leben kann. Verantwortung zu übernehmen ist ein sehr gutes Mittel, um seine Selbstwirksamkeit zu praktizieren, um selber das Gefühl dafür zu bekommen, etwas zu erreichen, etwas im Leben zu schaffen. Und doch gibt es auch ein paar negative oder ein paar Nachteile davon, nämlich wenn man alleine auf verantwortungsvolle Position ist, kann sich das manchmal sehr einsam anfühlen. Es kann sehr viel Druck auslösen und teilweise wird es auch erwartet, dass man Verantwortung übernimmt, um voranzukommen. Was steckt eigentlich dahinter, wenn ich Verantwortung übernehme? Das Erste dabei ist, dass ich eine Klarheit haben muss über meine eigenen Ressourcen, auch über meine eigenen Grenzen und Kapazitäten, die ich habe. Das erfordert manchmal auch, dass man Nein sagt, dass man also für keine Sachen die Verantwortung übernimmt, hinter denen man nicht stehen kann oder nicht hundertprozentig stehen kann. Dazu findest du auch Informationen in unserem Video zum Thema Nein sagen. Der zweite Schritt, um das professionell zu machen, ist auch, dass man an bestimmten Stellen die Verantwortung abgeben muss. Delegieren. Dass man jemand anderen damit beauftragt, der vielleicht sogar besser dafür geeignet ist, etwas umzusetzen. Und das erfordert auch, dass man die Kontrolle abgeben muss, dass man dann, wenn man jemand anderen die Verantwortung übergibt, dass man dann auch mit dem Ergebnis leben können muss, was andere für einen machen. Erst recht, wenn es einem selbst zu viel wird. Wie gehe ich aber jetzt damit um, wenn es mir tatsächlich zu viel wird und ich eben nichts delegieren kann und es sind Aufgaben, die ich auch nicht ablehnen kann? Du schaffst nicht das, was du schaffen willst oder bist völlig überlastet und weißt nicht, wo du Abstriche machen sollst, dann ist vielleicht unser Coaching-Programm Produktiv und Gesund genau das Richtige für dich. Neben dem Coaching an sich wirst du dort über den gesamten Veränderungsprozess begleitet und erhältst zudem noch Unterlagen über die Methoden und Werkzeuge, die wir einsetzen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Für die schnellsten 10 Kunden bieten wir einen Rabatt von 20% auf das Gesamtprogramm. Ein Punkt ist vielleicht, dass ich nicht immer damit umgehen kann, wie ich meine Entscheidung getroffen habe. Dass ich vielleicht im Nachgang noch hinterfrage, war es wirklich eine gute Entscheidung? Dass ich einfach grübel, dass ich nachts vielleicht wach liege über bestimmte Entscheidungen nachher. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, auf das ich hinweisen möchte. Wichtig ist es einfach dabei, wenn ich in einer verantwortungsvollen Position bin, dass ich mir genügend Erholung schaffe. Dass ich auch kleine Erholungsinseln vielleicht im Alltag einbaue. Ich mache das sehr gern, dass ich in Pausen, wo ich erst recht, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, dass ich auch wirklich bewusste Pausen einbaue und dass ich dann in die Küche gehe, den Wasserkocher anmache und eben nicht wieder zurück an den Schreibtisch gehe, sondern ganz kurz dem Wasserkocher beim Kochen zuschaue, zuhöre und den Geist schweifen lasse, um etwas abzuschalten und mich auch dann meinem Tee machen hingebe. Kurze Spaziergänge, all das, was man im Alltag einbauen kann, kleine Erholungsinseln. Wenn es wirklich zu viel wird, sich dann auch jemanden zu suchen, mit dem man darüber sprechen kann. Im Idealfall sind das Leute, die selber in einer ähnlichen Situation sind, also auf einer ähnlichen
Verantwortungspositionen. Wenn so jemand nicht zur Hand ist, es reicht manchmal auch dabei, die Sachen auszusprechen. Also gar nicht jemanden zu haben, der einem Ratschläge geben kann, sondern für sich selbst laut zu formulieren, was einem eigentlich gerade auf der Seele liegt. Und der letzte Punkt, ein gewisses Fehlerbewusstsein, vielleicht sogar eine Fehlerpositivität. Fehlern gegenüber aufgeschlossen zu sein, sie als Chancen zum Lernen zu begreifen. Manchmal ist es besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine Entscheidung. Und dann lerne ich einfach aus dieser Entscheidung und mache es beim nächsten Mal besser. Ich kann das Ganze in 6 kurzen Schritten auch nochmal zusammenfassen. Das erste ist die Reflexion. Bin ich wirklich in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen, diese Verantwortung? Was sind meine Grenzen, was sind meine Ressourcen? Punkt 2, gute Vorbereitung. Also eine Entscheidung wirklich sauber vorzubereiten, sich Mühe zu geben, alle Informationen zusammenzutragen, vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven zu betrachten, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Bauchgefühl mit berücksichtigen, aber auch wirklich die Fakten. Zum Thema Entscheidungen gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Punkt 3 sind die klaren Grenzen kennen und auch setzen. Wenn es also klar wird, dass man diese Verantwortung nicht übernehmen kann, dann muss es auch ein klares Nein sein, wenn man nicht dahinter stehen kann. Punkt 4, delegiere die Sachen, die du delegieren kannst, weil sie vielleicht jemand anderes besser kann, weil sie außerhalb deiner Kapazitäten liegen. Siehe zu, wenn du viele Entscheidungen zu treffen hast, wenn du Verantwortung für viele Dinge zu übernehmen hast, dass du ausreichend Erholung bekommst. Ohne Schlaf, ohne Erholung wird das Ganze sehr, sehr anstrengend und du wirst wesentlich fehleranfälliger. Und Fehler ist auch der letzte Punkt. Betrachte Fehler als Chancen zum Lernen und mach das auch bewusst, dass du nach einer Entscheidung diese nochmal reflektierst und versuchst zu lernen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Vielleicht sogar das Ganze aufzuschreiben. Ähnlich wie in Lessons Learned, die man im Projektmanagement macht am Ende eines Projektes. Wie gehst du mit Verantwortung um? Was machst du, wenn der Druck für dich besonders groß wird? Lass es uns in den Kommentaren wissen und ich freue mich, wenn dich auch noch eins von unseren anderen Themen, die gleich eingeblendet werden, interessieren würde und du bald wieder hier bist.